Heute spreche ich über meine Gedanken und Ängste in Verbindung mit meiner Auswanderung nach Polen, die ich hatte, bevor ich nach Polen ausgewandert bin. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sein, von Dortmund jetzt hier nach Łódź, und ich lebe und arbeite hier ganz normal in Łódź. Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Mal zeige ich einen Urlaubsbericht, spreche sehr oft über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen, oder so wie jetzt erzähle ich einfach mal meine Gedanken, die ich hatte in Verbindung mit der Auswanderung nach Polen. Falls dich solche Themen interessieren oder du einfach auch vielleicht noch ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Vielen lieben Dank dafür. Wenn man ja einen neuen Lebensabschnitt anfängt, und das können ja verschiedene Sachen sein, das kann zum Beispiel ein Jobwechsel sein oder vielleicht will man sich auch ein Haus kaufen, man geht in eine neue Beziehung ein, möchte eine Familie planen oder so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, man wandert von dem einen in das andere Land aus, dann ist das, denke ich, ganz normal, dass man sich dann einfach Gedanken dazu macht. Deswegen würde ich das hier vielleicht auch nochmal mit dem Wort Ängste korrigieren und vielleicht das Wort Ängste in Klammern setzen, da ich jetzt nicht wirklich irgendwelche Ängste hatte oder irgendwie Angst vor irgendetwas hatte, bevor ich nach Polen ausgewandert bin. Aber ich denke, dass man sich da schon tiefere Gedanken macht, dass es etwas ganz Normales. Ein Gedanken, den ich sehr oft hatte, war, wie die Menschen hier auf mich reagieren, wenn die hören, dass ich aus Deutschland komme. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass auf historischer Ebene zwischen Deutschland und Polen sehr große Spannungen geherrscht haben, dass es da sehr oft Diskussionen bei diesem Thema gibt. Mich hat aber eigentlich mehr interessiert, werden die Leute mich jetzt nicht akzeptieren oder werden die Leute anfangen, mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise auszugrenzen, wenn die hören, dass ich aus Deutschland komme. Hier möchte ich auch noch vorab sagen, dass ich mich in Deutschland mit gebürtigen Polen unterhalten habe, also Menschen, die in Polen geboren sind und nach Deutschland ausgewandert sind, und mich dort auch informiert habe, wie ist das eigentlich in Polen mit dem Leben, wenn die hören, dass da jemand aus Deutschland kommt. Und da muss ich sagen, da habe ich so 50-50 gehört, dass einige Polen gesagt haben, die Polen, die hassen die Deutschen, und auf der anderen Seite habe ich gehört, auch von vielen Polen, ja, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist nicht so, dass die Polen die Deutschen hassen. Mich persönlich hat eigentlich mehr interessiert, wie reagieren wirklich der ganz normale Bürger auf mich. Also ich gehe ganz normal zum Bäcker, wie reagiert der Bäcker auf mich, wie reagiert mein Nachbar auf mich. Ich blende jetzt mal wirklich die ganzen politischen Sachen aus, und mich hat das eigentlich wirklich interessiert. Ich gehe jetzt zu jemandem und sage, hallo, ich bin Herr Christoph, ich bin aus Deutschland ausgewandert, ich lebe jetzt hier in Polen, hast du ein Problem mit mir? Sage ich jetzt mal ganz, ganz stumpf. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich hier in Polen aufgrund meiner Herkunft noch nie irgendwie negativ angegriffen worden bin, irgendwie beleidigt worden bin. Selber habe ich hier auch noch wirklich so keinen Rassismus gespürt, also ich sage jetzt mal wirklich gegenüber mir persönlich. Klar, es gibt hier und da mal eine Diskussion zwischen Deutschland und Polen und so weiter, das ist aber etwas ganz Normales. Das ist auch wirklich dann bei einer ganz normalen Diskussion geblieben, ohne Streit oder sonst irgendetwas. Wo ich aber sagen muss, wo man schon ein bisschen diesen, ich nenne das jetzt mal Hass mitkriegt, ist im Internet. Aber im Internet gibt es ja viele verschiedene Menschen und ich blende das eigentlich sehr oft viele Sachen aus, aber das ist auch eigentlich ein ganz
ganz anderes Thema. Ich habe hier aber trotzdem schon 2, 3 Sachen erlebt, wo man einfach merkt, dass die Menschen hier gegenüber Ausländern vielleicht, ich nenne das jetzt mal, vorsichtiger sind. Und in diesem Fall muss ich da auch sagen, dass es mehr die älteren Menschen waren. Und das ist ja auch zum Beispiel schon sehr oft vorgekommen, dass mich eine ältere Dame im Biotronka zum Beispiel angesprochen hat und gefragt hat, ob ich ihr zum Beispiel den Preis vorlesen kann oder ihr auf Verpackung vorlesen kann, wie die Zusammensetzung ist. Und natürlich hört man dann auch an meiner Aussprache, wenn ich dann wirklich von der Packung etwas vorlese, dass ich nicht von hier komme. Und dann merkt man sofort den Blick wieder auf mich gerichtet wird und dann so, okay, danke, und dann gehen die ganz schnell. Was mir auch vielleicht noch aufgefallen ist, wo vielleicht die Menschen etwas anders reagieren, ist, wenn ich zum Beispiel ganz normal auf der Straße Deutsch spreche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter Deutsch spreche oder wenn ich auch zum Beispiel am Telefonieren bin und mit meinen Eltern telefoniere ich dann auch Deutsch. Und man sieht dann auch manchmal, wenn man dann so geht und man spricht Deutsch, dass dann so manchmal so die Leute sich dann umdrehen oder irgendwie dann schauen, wer das jetzt ist. Man muss ja auch zugeben, dass in Deutschland zum Beispiel das ja ganz normal ist, wenn jemand an einem vorbeigeht, da redet jemand Russisch oder Türkisch oder Polnisch oder ich weiß nicht, Chinesisch oder keine Ahnung welche Sprache. Also man muss ja auch sagen, der Ausländeranteil ist in Deutschland wesentlich größer und die Menschen, die sind das dort eigentlich auch schon gewöhnt, eine Fremdsprache zu hören. Und ich wohne hier in Łódź. Man muss sagen, der Ausländeranteil in Łódź ist jetzt nicht so riesig. Vielleicht Ukrainer, ja, aber die lasse ich jetzt auch mal außen vor. Und da würde ich dann schon sagen, dass man merkt, dass man angeschaut wird, aber ich würde das jetzt auch nicht als Rassismus sehen. Eine weitere Sache, wo ich mir auch viele Gedanken dazu gemacht habe, ist die polnische Sprache. Man muss auch zugeben, dass die polnische Sprache nicht die leichteste Sprache zum Erlernen ist und gerade für, ich sage jetzt mal, Ausländer, die mehr aus dem westlichen Raum kommen oder vielleicht auch aus dem skandinavischen Raum, ist zum Beispiel auch die Aussprache sehr schwer zu erlernen. Man hat da sehr viele Probleme. Ich denke, dass zum Beispiel Ausländer aus dem slawischen Raum oder vielleicht alles, was ein bisschen mehr östlich kommt, mit der Aussprache weniger Probleme haben. Da wird vielleicht ein bisschen die Grammatik mehr die Problematik sein. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass die polnische Sprache auch eine schwierige Sprache ist zu erlernen. Trotzdem sollte es nicht davon abhalten, zumindest versuchen, die Sprache zu lernen, soweit, dass man irgendwie was sprechen kann. Man hat ja auch Verständnis dafür, wenn man jetzt nicht perfekt die Sprache spricht. Es gibt ja Menschen, die sind sprachbegabt, es gibt Menschen, die sind weniger sprachbegabt. Ich persönlich fand es schon wichtig, zumindest soweit die Sachen zu lernen, dass ich hier einigermaßen selbstständig leben kann. Ich muss auch sagen, dass das natürlich auch für einen selber eine Bestätigung ist, wenn man sich mit jemandem auch unterhält in der Landessprache, derjenige dann einen fragt, oh, du sprichst aber sehr gut Polnisch, wie lange bist du hier? Und man sagt dann, keine Ahnung, 2 Jahre, 3 Jahre und man kriegt dann auch nochmal diesen zusätzlichen Lob. Und ich habe hier auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Polen das hier wirklich sehr anerkennen, wenn man versucht, die Sprache zu lernen und man die Sprache auch sprechen kann. Die sehen das sehr gerne und die verstehen das auch, wenn jemand nicht in der Lage ist, perfekt die Sprache zu sprechen, aber zumindest es versucht, so weit zu lernen, dass man sich irgendwie unterhalten kann. Noch so eine Sache nebenbei, was jetzt nicht vielleicht direkt was mit der Sprache zu tun hat, aber ich persönlich, ich finde es trotzdem wichtig, sich auch in einem Land zu integrieren, auch ein Teil der Gesellschaft zu sein. Wenn man sich schon entschließt, okay, ich verlasse mein Heimatland, mein Geburtsland und gehe in ein anderes Land, um ein neues Leben anzufangen, dann sollte man sich zumindest so weit anpassen, um auch von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt und die Sprache spielt dabei auch eine sehr große Rolle, meiner Meinung nach. Der dritte Punkt, wo ich mir auch sehr viele Gedanken gemacht habe, ist über das Arbeiten hier in Polen. Und ich habe mir eigentlich weniger Gedanken gemacht, ob ich hier irgendwann einen Job finde. Ich habe mir eigentlich mehr die Gedanken dazu gemacht, was für einen Job ich hier finden werde. Weil bevor ich auch hier in Polen
war, habe ich schon gehört, aber wie gesagt, es war nur ein Hören für mich, ja, also ich sage jetzt mal wie ein Gerücht. Ja, wenn du in Polen bist und eine Fremdsprache kannst, wirst du ganz schnell einen gut bezahlten Job finden. Für mich war das am Anfang, als ich das gehört habe, so ein bisschen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann ich mir irgendwie wirklich nicht vorstellen. Vielleicht ist das auch einfach so, weil du zum Beispiel in Deutschland nicht extra dafür bezahlt wirst oder mehr verdienst, wenn du eine zusätzliche Sprache kannst. Hier in Polen ist das wirklich möglich. Das hat auch etwas damit zu tun, weil hier halt sehr viele ausländische Firmen sind und die Fremdsprachler brauchen. Hat man hier natürlich dann auch die Möglichkeit, einen gut bezahlten Job zu finden. Das ist auch das Tolle hier in Polen, wenn du eine Fremdsprache sprichst, also ich sage jetzt mal, du kannst schon Englisch und kannst noch eine zusätzliche Sprache wie zum Beispiel Deutsch oder Holländisch, eine skandinavische Sprache oder vielleicht auch Spanisch oder Französisch. Das sind natürlich dann Sachen, wo man sich dann auch beruflich sehr weit entfalten kann, weil du eigentlich schon fast in jeder Branche irgendwo eine Sprache benutzen kannst und damit hast du hier automatisch sehr viele Möglichkeiten. Ich muss auch sagen, dass ich mir weniger Gedanken gemacht habe, ach, wie ist hier das Arbeitsschutzgesetz oder verdiene ich hier genug, werde ich hier zurechtkommen. Das waren eigentlich weniger meine Gedanken. Klar, habe ich auch geguckt, wo man was verdient, das ist ganz normal, aber ich muss sagen, dass Geld bei mir persönlich weniger eine Rolle spielt. Ich sehe Geld eigentlich mehr als ein Werkzeug, um sich Sachen zu ermöglichen. Aber ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, Geld sollte zumindest nicht dein Leben bestimmen. Somit haben sich die Gerüchte bewahrheitet. Es ist wirklich so, in Polen kommt man mit einer Fremdsprache ganz gut klar. Zu diesem Thema habe ich auch schon das ein oder andere Video gemacht. Packe ich euch später mal in den Kommentaren rein. Da könnt ihr euch das auch gerne mal bei Gelegenheit anschauen. Einen weiteren Punkt, wo ich mir auch sehr viele Gedanken darum gemacht habe, ist, ob ich Freunde und Familie vermissen werde. Und klar, also auf eine gewisse Art und Weise vermisst man schon Freunde und Familie. Eigentlich ist hier mehr die Frage, wie werde ich darauf reagieren? Werde ich überhaupt damit klarkommen? Ich finde genau dieser Punkt, Freunde und Familie, das ist eine Sache, was eigentlich schon fast unmöglich ist, mit zu übertragen. Alle anderen Punkte, die ich vorher erwähnt habe, das sind Sachen, die kann man hier irgendwie ausgleichen. Du kannst hier genau den gleichen Job haben, wenn du möchtest. Du kannst hier auch viel Geld verdienen, wenn du möchtest. Da muss man einfach nur an sich selber arbeiten und dann kann man auch diese Sachen sich selber erfüllen. Aber Leute, die man zum Beispiel aus dem Kindergarten kennt, die man schon über sein halbes Leben kennt, die hast du hier einfach nicht. Ne? Und du fängst hier, wenn es jetzt um solche Sachen geht, eigentlich schon fast bei Null an. Zumindest ist das bei mir der Fall. Leute, die ich hier kennengelernt habe, die habe ich alle von Null kennengelernt. Genau das Gleiche ist auch mit der Familie. Also ich kann ja nicht meine Eltern jetzt im Rucksack packen und sagen, so, kommt jetzt mal hier rüber. Ne? Also das sind einfach Sachen, die habe ich hier nicht. Man muss auch sagen, dass Beziehungen im Leben sehr wichtig sind, wenn nicht sogar mit eins der wichtigsten Dinge, um im Leben überhaupt glücklich zu werden. Mittlerweile habe ich hier auch schon den einen oder anderen kennengelernt. Man muss auch sagen, dass ich aufgrund des Kanales viele Leute kennengelernt habe. Mit den einen oder anderen hatte ich auch schon persönlichen Kontakt. Es ist aber auch so, dass ich virtuell viel Kontakt habe, zum Beispiel über E-Mail. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen die Nummer ausgetauscht oder auch über Instagram habe ich da, ich sag mal, Kollegen gefunden, Freunde, Kollegen, wir können das jetzt nennen, wie man möchte, aber zumindest Leute, mit denen ich mich regelmäßig oder schon sehr oft unterhalte. Und das ist natürlich auch etwas Neues, etwas Schönes, was das zumindest teilweise ausgleicht. Jeder gestaltet ja sein Leben selber und jeder muss ja sein Leben so gestalten, dass er einfach glücklich ist. Und ich weiß das auch zu 100%, dass meine Eltern glücklich sind, wenn die wissen, dass ich auch glücklich bin. Das ist natürlich dann auch eine Sache, was das alles erleichtert. Und deswegen kann ich an dieser Stelle sagen, ja, man vermisst Freunde und Familie. Ich habe aber die Möglichkeit auch gefunden, das auf irgendeine Art und Weise zumindest teilweise auszugleichen. Auch ein Gedanken, den ich mir gemacht habe, und ich würde sogar sagen, das ist mit einer der wichtigsten Gedanken oder auch den größten Gedanken, den ich hatte, ist, ob ich
überhaupt hier glücklich werden kann. Wenn ich jetzt alle Dinge, die ich gerade im Video erwähnt habe, und natürlich hatte ich noch mehr Dinge im Kopf, wo ich mir hier und da mal den einen oder anderen Gedanken gemacht habe, und wenn ich das jetzt alles einfach mal in einen Sack schmeiße, ob es möglich ist, das alles miteinander zu kombinieren, dass ich hier wirklich das gewünschte Leben führen kann, wie ich es möchte, und dass ich hier auch glücklich werden kann. An dieser Stelle muss ich aber auch zugeben, dass ich alles, was ich gerade erwähnt habe und im Allgemeinen alle Gedanken, die ich hatte, auch nicht allzu viel Zeit verschwendet habe, weil vielleicht kennt ihr das von euch selber, wenn ihr an irgendetwas denkt und ihr macht euch Gedanken darum, vielleicht habt ihr hier und da auch mal einen Zweifel an einer Sache, dann vertieft man sich und geht immer tiefer in den negativen Gedanken rein, und das wollte ich einfach vermeiden. Und klar, wie gesagt, ich habe mir über das ein oder andere Gedanken gemacht, wird das gut, wird das schlecht, aber ich bin auch eigentlich mehr dieser Typ, ich versuche es einfach, ich mache es einfach. Und genau das Gleiche war auch bei meiner Auswanderung. Als ich beschlossen habe, nach Polen auszuwandern, habe ich mir einen 6-Monats-Zeitplan gemacht, dass ich gesagt habe, okay, heute habe ich beschlossen, ich wandere aus und in 6 Monaten lebe ich in Polen. Und ich habe das alles so extrem stark beschleunigt, dass ich nicht nach ganzen 3 Monaten schon in Polen war. Und auch eins mit der Gründe war, weil ich nicht zu tief in die Gedanken reingegangen bin. Ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe hier und da überlegt, wie kann ich das machen, aber ich habe es einfach gemacht. Denn ich habe auch ein bisschen so eine Lebenseinstellung, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und ich muss sagen, bisher bin ich sehr gut mit dieser Lebenseinstellung gefahren. Und diese Einstellung benutze ich auch in sehr vielen Lebenssituationen, dass ich einfach mache, ohne zu weit reinzugehen. Denn wenn man an etwas glaubt und wenn man weiß, dass man in der Lage ist, das durchzuführen, durchzuziehen auch, dann macht man das auch, und dann kann man nur erfolgreich werden. Hier oben werden jetzt auch gleich Videos aufleuchten, die dich eventuell interessieren könnten. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dir auch diese anschauen würdest. An dieser Stelle danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!